Dabei ist es dann auch wieder sau viel los. Außerdem, bei Flive ist es wirklich so, ein Server, der Server muss wirklich tot sein. Also mausetot. Das wäre jetzt ein Zehntel von dem, was jetzt gerade auf Burodeng los ist, während FEC, wo er auf Burodeng gefühlt tote Hose ist. Davon 10%, dann ist ein Server wirklich tot. Oder dann würde Gala denken, okay, der Server ist tot. Und dann wird er erst gemerged. Die mergen wirklich Server erst, wenn sie absolut mausetot sind. Und davon ist Burodeng so weit entfernt, dass er niemals gemerged werden wird. Also die Server, die momentan auf der Liste stehen würden, merge-fähig, wären wahrscheinlich der japanische und der südamerikanische. Das sind die beiden Server, die am tötesten gerade sind. Weil da ist wirklich... da kommst du halt in die Top 1000, also 1000 Charakter bedeutet das. 1000 Charakter auf beiden Servern kommst du, wenn du unter 130 bist. Also wenn ich da jetzt 8 Char-Taktik anfangen würde, wäre ich da in 2 Monaten mit 8 Chars in den Top 1000. Und auf jedem, sag ich mal, Server, der nicht tot ist, wäre ich nicht mal in der Nähe von der Top 1000. Mit keinem dieser Chars. So heftig ist das. Also du müsstest legit nur ganz wenig spielen, Free-to-Play. Und könntest dir da eine ganze Armee von Charakteren in den Top 1000 platzieren. Und dem wahrscheinlich dann auch noch lustige Namen geben, so der unter mir und dann der zweite Char heißt Lagged und dann den Rest kannst du dir wahrscheinlich denken. Also, du könntest wahrscheinlich den dümmsten Kack auf dem Server machen, weil da einfach so wenig los ist, dass es dir nicht mal jemand ruinieren könnte. Also, das ist schon wirklich verrückt. Was halte ich davon, wenn die neuen Server rausbringen? Ein EO-West-Server. Ja, wenn sie das wirklich machen, wäre es mir an für sich egal. Aber machen sie eh nicht. Also wenn sie wirklich sagen, sie machen alle europäischen Server zu einem, alle asiatischen Server zu einem und alle amerikanischen, wobei es gibt nur 2 amerikanische und die werden sowieso bald gemerged wahrscheinlich. Ja, können sie schon machen, ist mir eigentlich egal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sie werden es nicht machen. Das Problem ist aber in Flive, wenn sich da einmal auf jedem Server eine eigene Wirtschaft gebildet hat, dann ist Server-Mergen immer richtig schwierig. Also klar, wenn ein Server richtig tot ist, dann ist es egal, dann müssen sie die dann müssen sie die bittere Pille schlucken, weil der tote Server freut sich eigentlich immer über den Merge mehr als der aktive. Der aktive Server hat Angst, dass da irgendwie zu viel Shit rüberkommt, der die Wirtschaft kaputt machen könnte. Aber der tote Server, die freuen sich ja einfach nur, dass sie wieder Mitspieler haben, dass sie nicht mehr komplett alleine sind und wieder handeln können und so. Weil sie nicht mehr mit 50 anderen Leuten auf dem Server sind, sondern eher wieder mit 500 oder 5000. Genau. Und in Amerika würde es, wie gesagt, funktionieren, weil da gibt es einen toten Server und einen nicht-toten. Das passt. Also es gibt einfach 2 Server dort. Da gibt es nicht viel zu merchen. Aber in Europa gibt es ja zumindest Burodeng und Totemia. Ich meine, gut, den französischen Server, der ist auch nicht mehr so gut am Start. Aber zumindest Burodeng und Totemia, die schon beide ziemlich groß sind und beide auf jeden Fall sehr aktive Wirtschaftssysteme haben und auch ziemlich unterschiedliche Preise. Also F-Coin-Preise waren immer unterschiedlich und die Preise von so ziemlich allem waren immer unterschiedlich. Also die beiden zu merchen ist gar nicht so einfach, weil da wird es sehr viel Unzufriedenheit geben unter den Spielern. Aus den verschiedensten Gründen. Und abgesehen davon muss man auch wirklich sagen, es würde auch keinen Sinn ergeben, weil wenn Burodeng und Totemia außerhalb von FEC bei voller Stärke sind, jetzt zum Beispiel bald an Weihnachten, es ist ja bald FEC-Ende, dann kommt noch ein Update und dann ist Weihnachten und Weihnachten ist Flive immer am aktivsten eigentlich, da sind die meisten Leute online. Und wenn sie das merchen würden, dann wird es auf dem zusammengemerchten Server, also Burotemia oder wie auch immer der heißen würde, wäre dann wahrscheinlich so viel los wie auf FEC. Und ganz ehrlich, das wäre dann wieder unspielbar. Dann hättest du überall Leute, die leveln, der Server wäre einfach zu voll. Du hättest wieder 5 Millionen Shops, die du niemals durchschauen könntest, weil es 3 Stunden dauern würde und so. Es würde halt legit die Game Experience wahrscheinlich sogar verschlechtern und sie nicht verbessern. Aber wenn ein Flive-Server zu voll ist, zumindest mit dem momentanen Serversystem, ist es einfach Trash. Es gibt einfach zu wenig Levelmöglichkeiten, Levelgebiete.
zu wenig Platz in den Städten und ein mangelndes Shop-Suche-System, Schrägstrich Auktionshaus, dass das wirklich Sinn ergeben würde. Also ich finde, der FEC-Server ist zu voll. Also ich könnte nicht permanent auf einem Server spielen, der so voll ist. Er ist einfach zu voll. Hier sind zu viele Leute. Vor allem nicht, wenn du noch nie gespielt hast. Woher sollst du wissen, dass es das gibt? Ist halt auch ziemlich bescheuert, weil es auch nicht dabei steht. Also, eigentlich auch von Flive Universe total dumm gemacht, muss man wirklich sagen. Es läuft ein Server mit Doppel-XP, Doppel-Drop, zwar erst ab Level 30, aber ist ja wurscht. Und ja, du hast dann Europa, Amerika, Asien bei der Serverauswahl und Event. Aber du kannst nicht erwarten von einem neuen Spieler, dass der liest Event, FEC, und dann fängt er an zu googeln oder auf der Website guckt er dann, was könnte das bedeuten? Was bedeutet das? Also keiner, der jemals ein neues Game anfängt, verhält sich doch so. Das ist so unnatürlich. Wenn ich ein neues Game anfange, sehe ich Europa, Asien, Amerika. Klicke ich auf Europa. Dann sehe ich Deutsch, Englisch, Französisch. Klicke auf Deutsch. Also aka Burudeng. Erstelle mir einen Charakter und fange an zu spielen. Kein Mensch fängt da an zu recherchieren, was könnte das bedeuten? Kriege ich da vielleicht Doppel-XP und Drop? Das klingt ganz schön verdächtig. Kein Mensch denkt so. Kein Mensch verhält sich so. Und dass man das den Leuten quasi nicht sagt, hey, guck mal, FEC, hier dieser Server, hier bekommst du Doppel-Drop, Doppel-XP. Dass man es den Leuten nicht direkt sagt, ist eigentlich schon fast ein Witz. Also du musst das den Leuten eigentlich sagen. Fairerweise, dass dieser Server läuft. Da muss dabei stehen, noch Event-Server in Klammern, noch 18 Tage. Und dann irgendwie noch so ein Infozeichen, wo dabei steht, plus 100% XP, Drop und Upgrade-Chance. Und vielleicht eine Direktverlinkung zu den Infos, was der FEC-Server ist. Irgendwie so. Das muss da irgendwie eingebaut sein. Ansonsten ist es ja ein absoluter Joke, weil wie gesagt, kein neuer Spieler, also wenn du noch nie in deinem Leben Flive Universe gespielt hast, woher sollst du wissen, was der FEC ist? Woher sollst du wissen, oder du kennst auch niemanden, den du fragen kannst? Woher sollst du wissen, dass es da diese Boni gibt? Woher sollst du wissen, dass der auch nur eine begrenzte Zeit läuft und so? Diese ganzen Infos kriegst du ja überhaupt nicht. Aber das sind ja Infos, die du brauchst, bevor du dir deinen ersten Charakter erstellst. Und die du nicht erst nach 2 Wochen von irgendjemandem dir gesagt bekommst oder so. Ich meine, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, weil es jetzt echt nicht mal mehr 3 Wochen sind, 18 Tage, wie gesagt. Also ich meine, jetzt ist es echt schon fast egal. Weil wenn jetzt jemand anfängt und der ist noch ein bisschen casual, dann braucht er jetzt wahrscheinlich vielleicht ein paar Tage bis Level 30 überhaupt. Erst dann beginnt der FEC-Bonus erst. Bis dahin sind es vielleicht nur noch 10 Tage oder so. Ich meine, dann kann man auch sagen, ja gut, ich meine, dann ist es auch egal. Also, wenn du nicht so viel zockst, dann macht es kaum einen Unterschied jetzt die letzten paar Tage dann. Aber so generell halt ist es eigentlich schon ein Witz, dass du das den Leuten nicht sagst, weil Gala will ja auch, also die wollen ja, dass die Leute auf dem FEC-Server anfangen, ja, dann müsstest du denen aber auch sagen, dass es das Ding gibt. Weil ich meine, wenn ich jetzt ein neues Spiel anfange und ich lese irgendwas mit Event, Alter, ich weiß doch nicht, was das heißt. Ich ignoriere das einfach, das ist mir doch scheißegal. Ich weiß nicht, was das bedeutet, also ignoriere ich es doch einfach. Wir können ja nicht erwarten, dass denn jeder dann anfängt, zum Detektiv zu werden und das recherchiert, was das bedeutet und so. Das macht kein normaler Mensch, macht das. Grundsätzlich erstmal ignorieren und einfach vergessen, dass man es überhaupt gelesen hat. So macht man das. Ich würde es nur wundern, kaum Leute, die lau sind, du spielst auf so Server. Keine Ahnung. Ich meine, in alten MMORPGs, gut, Flive Universe ist jetzt vielleicht nicht so alt, aber ich meine, ich habe schon auch andere Games angezockt, wo nicht viel los war. An für sich. Also es gibt schon Spiele, wo du anfängst und du siehst nicht so viele Anfänger. Flive ist halt das Paradebeispiel dafür, weil was willst du in Saint Morning, Channel 3? Da gibt's nichts, wenn du nicht mehr Level 30 bist. Was willst du da? Komplette Zeitverschwendung dort zu sein, dort Zeit zu verbringen, dort durchzulaufen? Da gibt's einfach nichts.
Mein Flav ist halt, was das angeht, echt ein bisschen schlecht. Viele Games machen es ja so, die Anfangsstadt ist dann direkt irgendwie die Hauptstadt oder so. Das ist in Flav ein bisschen so. Flaris ist schon wichtig. Gibt einige Sachen, die es nur in Flaris gibt und so. Aber, ja, ab St. Morning ist dann halt schon scheiße. Du läufst da rum und es ist einfach absolut niemand dort. Selbst auf Channel 1 sind nur so 10 Shops oder so. Aber, ja, musst halt eigentlich hoffen, dass die Leute auf Channel 1 Flaris anfangen. Also, gut, Flaris fängst du immer an. Channel 1 anfangen, dann sehen sie da hunderte Shops, hunderte Spieler und dann haben sie direkt ein gutes Gefühl. Und wenn sie dann in andere Gebiete gehen, sehen sie halt, okay, anscheinend chillen die meisten Leute auf Channel 1 und auch in Flaris oder so.